Servus und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, heute geht's um zwei Trifold-Geräte, also quasi Nischenprodukte auf dem Markt, wenn man es so nehmen will. Und es sind beides First-Gen-Devices, also die erste Generation einer neuen Smartphone-Gattung, die sich durchsetzt oder vielleicht auch nicht durchsetzt. Schauen wir mal, was die Zukunft da bringt. Im heutigen Video will ich euch mal kurz erzählen, wie denn so meine Erfahrung nach 2 Wochen Galaxy Trifold war. Und halt eben im Vergleich zum Mate XT, das habe ich jetzt fast 3 Monate dann bald. Also da habe ich ein bisschen mehr Erfahrung. Hier jetzt eben die ersten beiden Wochen. Und ich würde die so im Schnellen mal ein bisschen vergleichen wollen. Euch mal erzählen wollen, was für mich so im Alltag bei beiden praktischer war oder eben auch nicht so praktisch. Und was ich überhaupt davon denke. Eure Meinung wird mich natürlich auch interessieren. Ich weiß, beide sind eben Nischenprodukte. Das ist auch einfach preislich eine Geschichte, wo, sage ich mal, ein normaler Smartphone-Nutzer sicher nicht einsteigen wird. Das ist ganz klar. Also vom Preis abgesehen, was haltet ihr von diesen Trifolds? Was denkt ihr, ist so der Nutzen von einem 10 Zoll Tablet in der Hosentasche in Handyformat? Und einen riesen Kritikpunkt beim Galaxy Trifold von Samsung habe ich ja auch noch mit am Start, der mir sofort bei der Ersteinrichtung schon aufgefallen ist, weil ich mir gedacht habe, also sorry, wie kann Samsung sowas abliefern bei einem 3.000 $ Gerät oder 2.900 $ Gerät in der USA ohne Steuern? Seid auf jeden Fall gespannt und vergesst nicht ein Abo dazulassen, damit ihr hier keine Videos mehr verpasst auf meinem Kanal. Ich freue mich auf das Video mit euch. Los geht's! Und damit willkommen zurück. Ich fange mal an mit den Themen, die mich quasi nach oder beim Unboxing entsprechend gleich mal so ein bisschen getriggert haben. Und zwar fängt das Ganze ja natürlich an mit dem Faltmechanismus. Ihr wisst ja, das Galaxy Trifold von Samsung faltet wie ein U, was ja an sich ganz praktisch ist, weil wir hier den Frontscreen haben, der aus Glas ist und eben der innere Screen, der eben diese Kunststoff oder Flexible Glas, bla bla, also eigentlich ist es Kunststoff, ganz ehrlich, auch wenn da so ein Glaslayer immer drunter ist, das bringt eigentlich meiner Meinung nach gar nichts, vielleicht so ein bisschen für die Haptik, aber natürlich ist eben der sensible Bildschirm hier geschützt, was eine super Geschichte ist, hat aber einfach den Nachteil, dass wenn ich es halb auffalte, also nur einmal, dass ich hier keinen Nutzen davon habe, ich muss es zwangsweise doppelt aufhalten. Und ja, ich habe jetzt hier noch so eine matte Folie mit drauf gemacht, weil ich das eigentlich immer ganz cool finde. Ich habe das auch bei meinen Tablets ganz gerne. Das fühlt sich dann so ein bisschen samtig an, macht aber das Display ein bisschen gröber. Dazu komme ich aber dann gleich mal noch. Und beim Mate XT ist es ja entsprechend anders. Wir haben eben hier den Frontscreen und ich kann das hier einmal aufhalten, habe dann eine Art normales Foldable, so wie man es halt schon kennt. Und dann kann ich das hier noch aufhalten und habe ein 10 Zoll Tablet. Was hier aber auffällig ist schon, ist, man muss immer so ein bisschen, sage ich mal, beim Aufhalten, wenn ich es hochdrücke, gegendrücken, weil vielleicht sieht man es hier, das bleibt dann so stehen. Dann drückt man so ein bisschen dagegen, damit es plan wird. Ich denke, das ist einfach dem Faltmechanismus geschuldet. Ja, es war am Anfang ein bisschen komisches Gefühl, muss ich ehrlich gestehen, aber man gewöhnt sich dran, das ist wirklich nicht dramatisch. Schadet auch entsprechend dem Foldable nicht, habe ich so das Gefühl zumindest. Und, ja, wie beschreibe ich es am besten? Ich habe so das Gefühl, dass das faltbare, flexible Display hier sich, ja, irgendwie hochwertiger anfühlt als jetzt bei den Galaxy Foldables. Aber das hatte ich auch schon mal bei den Galaxy Z Fold 7, Z Fold 6 und so weiter angesprochen, dass das sich nicht ganz so hochwertig anfühlt wie die Konkurrenz. Ich weiß nicht, woran es liegt, einfach diese Oberflächenbeschaffung oder sowas oder einfach mein persönliches Gefühl. Heißt natürlich nicht, dass das jetzt hier ein schlechtes Display ist vom Gefeeling her, aber ja, ist halt so eben der erste Eindruck für mich gewesen. Was dann auch noch auffällt, ist prinzipiell, dass Samsung wieder ein sehr hohes, schmales Format hat. Huawei hat hier, sage ich mal, eher so ein benutzerfreundlicheres Format vom Display her. Und ja, ich mag einfach das von Huawei hier lieber. Es ist ein bisschen breiter und nicht ganz so hoch. Das von Samsung ist halt doch relativ schmal und hoch.
Hier im Top-Down sieht man es auch nochmal ganz gut. Das Samsung hat eben diesen schmalen Formfaktor, dafür eben höher. Und das Mate X-T ist dafür breiter und nicht ganz so hoch. Was auch auffällt, ist hier, dass das Samsung wirklich dickere Ränder hat. Sowohl am Front- als auch am Innendisplay. Das ist mir sofort ins Gesicht gesprungen quasi, weil ja einfach, ja, Samsung gefühlt die beim Fold 7 besser hinbekommen hat. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber irgendwie finde ich es einfach optisch nicht schön. Vor allem beim Frontscreen, da hätten sie lieber noch ein bisschen Breite hingemacht. Oben, unten hätte ich es nicht ganz so schlimm gefunden, aber eben dieses Schmale, ich finde es einfach beim Tippen, wenn man hier dann tippt, mit der Tastatur nicht ganz so schön, muss ich ehrlich sagen. Es ist sehr schmal, man gewöhnt sich dran, ja, aber es ist halt nicht optimal, ganz einfach. Was dann als nächstes relativ schnell beim Galaxy Trifold negativ aufgefallen ist, ist die Fingerabdruckanfälligkeit. Es ist einfach auch dieser Glossy-Optik, ja, geschuldet, sage ich mal, sowohl auf der Rückseite. Ich habe es jetzt auch extra mal alles nicht sauber gemacht, auch die Displays nicht. Und auch hier am Frontdisplay sieht man es ziemlich extrem, finde ich. Also, was mich da aber überrascht hat, da muss ich ehrlich sagen, bin ich das eher von den China-Smartphones gewohnt. Die haben eine Schutzfolie auf der Front. Also erstaunlich. Ja, macht Samsung ja gewöhnlicherweise eigentlich nicht mehr. Aber beim Trifold haben sie sich anscheinend dafür entschieden, dass sie doch mal für, was weiß ich, 10 Cent Einkaufskosten eine Folie draufpacken. Finde ich gut, will ich auch gar nicht negativ bewerten, aber irgendwie ist die so fingerabdruckanfällig, mich nervt's irgendwie ein bisschen und ich bin mir fast sicher, es wird nicht besser, wenn ich sie runter machen würde. Drum lasse ich sie einfach mal drauf. Was auch auffällt bei der Kamera, aber das hatte ich auch tatsächlich beim Fold 7 schon, dass diese Umrandung extrem voll mit Staub wird. Gerade wenn man es in der Hosentasche hat oder eben dann vielleicht noch eine Hülle drumherum, da kommt man ja noch schlechter hin zum Saubermachen. Ja, ist irgendwie nicht ganz so toll und man kann diese Kameraringe nicht so schön sauber machen, wie jetzt hier sowas Planes. Ich habe übrigens die Bilder, die ich einblende, immer mal gegensätzlich gemacht. Das heißt, wenn ihr das Mate X-T auf dem Bild seht, dann ist das Bild mit dem Trifold gemacht von Samsung und umgekehrt. Also das Trifold wurde mit dem Mate X-T fotografiert. Dann seht ihr auch gleich mal so ein bisschen die Bildqualität. Aber ja, es sind halt Trifolds der ersten Generation. Da kann man jetzt nicht hier ein Xiaomi S17 Ultra oder Bildqualität eines China-Flaggschiffs erwarten, die halt eben keine Falltechnik an Bord haben. Beim Mate X-T ist es ähnlich mit der Fingerabdruckanfälligkeit, nur dass die Rückseite eben aus Kunstleder besteht. Das heißt, die ist nicht ganz so anfällig, dafür aber der Kamerabump hinten und ja, gut, man kann das Teil natürlich da einmal schnell abwischen, weil es eine plane Fläche ist, aber es ist wirklich extrem anfällig. Das Display, beziehungsweise hier ist es ja wirklich nur ein Display, ist auch sehr anfällig. Ich habe hier auch mal eine Folie drauf gehabt, ähnlich wie beim Galaxy Trifold. Allerdings war dann das Problem, dass hier in dem Bereich diese Folie dann zusammengeklebt ist und das war echt unschön vom Geräusch. Darum habe ich es auch wieder weggemacht. Aber auch hier, wenn ich mal das große Display euch zeige, also nicht sauber gemacht, nichts verschönert. Es ist sehr anfällig. Was da in dem Zuge auch auffällt, sind die Creases, also quasi die Knickfalten. Die sind bei Mate X-T stärker, aber ich würde es jetzt tatsächlich nicht ganz so schwer gewichten, gerade weil ich halt eben das Trifold erst 2 Wochen habe. Und da ist jetzt auch aktuell eben diese matte Folie drauf, da spiegelt das ein bisschen mehr und man denkt, oh Gott, das sieht ja jetzt schon furchtbar aus. Aber so schlimm ist es tatsächlich gar nicht. Das ist einfach folienbedingt. Ich werde es aber auch mal wieder runter machen irgendwann und dann nochmal schauen. Ja, ich meine, ich habe ja das Teil auch wieder von meinem eigenen Geld gekauft und ja, will da halt auch nicht jetzt ein super Risiko eingehen mit dem Zusammenfalten. Man muss aber auch ehrlich sagen, es ist schon auch schwierig zum Aufhalten. Ja, also das ist so ein anderer Punkt bei den Displays, der mir aufgefallen ist. Ja, beim Mate X-T, da falte ich das Teil ja eben so auf. Das heißt, ich lang hier schon ans Display ran, muss aber nicht irgendwie mit dem Fingernagel da rein. Und beim Galaxy Trifold, da habe ich immer so das Gefühl, ich muss halt hier an die Kante hin.
Und das ist zum Aufhalten echt unschön. Also wenn man sich das anschaut, ich kann natürlich hier unten oder hier oben greifen. Ja, aber es ist irgendwie unkomfortabel und ich sag's euch ehrlich, im Alltag, wenn ich das Ding aufhalte, dann mache ich das so, wenn ich Glück habe. Wenn ich kein Glück habe und mal nicht dran denke, dann mache ich das halt so. Und wenn ich da mit dem Fingernagel ein bisschen mehr reinlang, da ist mir das einfach zu unsicher. Drum die Folie aktuell und ja, fühlt sich auf jeden Fall dann schon mal besser an. Ein weiterer Punkt bei den Geräten ist die Staub- und Wasserdichtigkeit. Ich meine, wir haben 2 Hinges, die gefaltet werden. Das sind 2 Punkte, wo wirklich Staub und Dreck oder ja, Wasser vielleicht eher weniger bei mir, aber einfach Staub und Dreck gerade in der Hosentasche vielleicht oder so reinkommen kann, das Display beschädigen kann. Das war ja früher auch bei den Folds, die ersten Generationen waren, so relativ oft ein Problem, wo die Displays dann innen kaputt gegangen sind. Da haben wir beim Samsung Galaxy Trifold eine IP48 Zertifizierung, was erstmal toll klingt, kommen wir aber gleich dazu. Bei Mate XT ist es gar keine, wobei Huawei mal gesagt hat, ja, das ist trotzdem sehr gut staub- und wasserfest. Ja, keine Zertifizierung, ist gleich für mich auch irgendwie kein Nachweis, von daher würde ich es auch dabei belassen. IP48-Zertifizierung, ja, ist halt die 8 am Ende für, ja, kann länger als 30 Minuten unter Wasser bei, ich glaube, 1 oder 1,5 Meter gehalten werden, ohne dass was eindringen sollte. Die 4 ist aber eigentlich ein Witz. Ja, wichtig ist ja bei so einem Smartphone, dass kein Staub reinkommen kann, gerade durch diese Hinges hier. Und die 4 bedeutet eigentlich nichts anderes wie, ist geschützt vom Eindringen von Fremdkörpern größer als 1 Millimeter. Ja, und sorry, also 1 Millimeter, ja, jedes Staubkörnchen ist kleiner. Das heißt, es müssten wirklich größere Sandkörnchen oder so sein. Und ja, wenn ihr im Urlaub seid, packt's einfach in eine Ziptüte oder nehmt's gar nicht mit, keine Ahnung. Also ich muss auch mal noch gucken, wie es ich mache. Das ist irgendwie für den Alltag nicht, sage ich mal, tauglich. Ja, und ich habe das hier auch schon im Urlaub dabei gehabt. Ich bin dann bei sowas nicht ganz so hundertprozentig vorsichtig, sage ich mal. Habe auch noch nie zum Glück Probleme in der Hinsicht gehabt, aber ja, ist halt keine IP68-Zertifizierung, ganz einfach. Also ist nicht vor Eindringen von Staub geschützt. Eine weitere Sache, die in dem Zuge auch noch mir zumindest gleich stark aufgefallen ist, ist tatsächlich hier, wo dieses Display, dieser Teil hier, mit dem überlappt, der ist nicht dicht. Also da kann was durchfallen, da kann sich was verklemmen, was reinrieseln, wie auch immer. Ich zeige euch mal ein Bild, was ich eben auch mit dem Mate XT gemacht habe. Das Bild habe ich schon gesehen, ist nicht gerade das Beste, aber dann seht ihr, was ich meine. So, wenn ich es gegen das Licht halte, scheint es durch. Ja, das finde ich nicht optimal gelöst, muss ich ehrlich sagen. Ja, ist für mich immer so ein bisschen Gefahrenpunkt, sage ich mal, wo auch, was weiß ich, Sandkörnchen reinfliegen können, selbst wenn ich es in der Hosentasche habe. Irgendwie relativ viel Wind oder was, dann wirbelt's was auf, fliegt da rein und ich mach's auf. Und dadurch, dass das halt dann so mit aufschwingt, kann das schon sein, dass hier in der Falz hier was zerkratzt. Ist halt zumindest meine Einschätzung. Finde ich halt einfach nicht ganz so geil. Ja, was würde ich von dem Faltmechanismus prinzipiell am liebsten nutzen? So als kurzes Fazit dazu. Ich muss gestehen, ich hätte es auch nicht erwartet. Ich bin irgendwie mehr mit dem Z zufrieden. Ja, ich weiß, da kommen wieder die Leute, die sagen, ja, aber das ist ja hier das weiche Faltdisplay, das ist dann ungeschützt und auch noch diese Kante hier. Ja, aber ich habe es jetzt auch 3 Monate, da ist halt nichts und ich kann halt wirklich einfach diesen Foldable Formfaktor noch nutzen, der immer mal wieder praktisch war, auch zum Browsen und so weiter. Finde ich halt einfach für den Alltag besser. Hier habe ich halt einfach nur das Frontdisplay oder das große 10 Zoll Innendisplay. Ist halt einfach nicht ganz so vielseitig, sag ich mal, wie bei Mate XT. Dann will ich auch gleich noch das Display kurz anreißen und das war wirklich mein größter Kritikpunkt gleich am Anfang, wo ich das eingerichtet habe. Und zwar dieses hier. Sehr cool, 10 Zoll, bei Mate XT sind es 10,2 Zoll. Wir haben 120 Hertz hier mit an Bord und ja, das sieht im ersten Moment jetzt hier, wenn ich es euch zeige, wirklich cool aus und ist ja auch cool, wenn man ein Tablet da in der Hosentasche hat. Aber, Freunde, die Auflösung, und ich habe das sofort gesehen, wo ich die ersten Schriften dann beim Einrichten gesehen habe und dachte mir,
ja, okay, vielleicht ist es irgendwie noch eingestellt, dass die Auflösung irgendwie schlechter ist oder so. Das kann man ja bei den meisten Smartphones einstellen. Geht hier übrigens nicht. Das ist immer die volle Auflösung. Und ich lese euch mal ganz kurz die Daten vor dazu, weil es hat mich echt schockiert. Wir haben nämlich ein Trifold Display von Galaxy, also vom Samsung Smartphone, mit 2160 mal 1584 Pixeln. Das entspricht circa 3,4 Megapixel und ist ehrlich gesagt nicht gut im Vergleich zum Mate X-T. Da haben wir 3184 mal 2232 Pixel, was circa 7,1 Megapixel entspricht und damit über 100% mehr als das Doppelte an Pixeln quasi auf dem Display. Man muss sagen, das hier sind 10,2 Zoll, ist ein bisschen anders vom Formfaktor, ein bisschen breiter, dafür nicht ganz so hoch. Aber wenn ich euch mal auf die Pixel per Inch, also PPI runterrechne, dann haben wir beim Galaxy Trifold nur 268 PPI. Das heißt, prinzipiell hieß es immer so, die magische Grenze sind so 300 PPI. Da sieht man die Pixel nicht mehr, wenn man drauf schaut und nicht jetzt wirklich nah rangeht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es halt auch gesehen. Die Schrift, die war so leicht unscharf. Also man sieht's einfach. Ich habe keine Ahnung, was sich Samsung dabei gedacht hat, ein 3000 Euro Smartphone herzustellen und zu sagen, ach ja, da schmeißen wir jetzt mal so ein 10 Zoll Display rein. Ja, irgendwie müssen wir bei Huawei ja nachlegen, dass die halt kein Alleinstellungsmerkmal mehr haben. Wir machen das besser, wir falten es nach innen. Displayqualität, ach naja, gut, Farben passen ja, Helligkeit ist gut, 120 Hertz klingt auch super. Auflösung, die erwähnen wir einfach gar nicht so in der Richtung. Und da war ich echt schockiert. Also beim Mate X-T sind es 381 PPI. Das heißt 81 PPI über dieser magischen 300 PPI-Grenze. Für mich ist das zumindest so. Ist halt auch immer Ansichtssache. Was aber auch verrückt ist irgendwie, man gewöhnt sich dran. Also ist es irgendwie echt verrückt. Also ich habe mich wirklich dran gewöhnt. Am Anfang hatte ich halt noch den direkten Vergleich zum Mate X-T und da war halt die Schärfe einfach deutlich höher. Und beim Galaxy Trifold, ja, jetzt mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Es ist aber irgendwie nicht optimal. Also sorry, wenn ich so ein Vorzeigegerät der ersten Generation mache, dann versuche ich doch irgendwie alles reinzupacken, was geht und was machbar ist. Samsung baut ja auch andere geile Displays und halt Fernseher und. Also die haben ja extrem viel Expertise, die haben das Know-how, die hätten sicherlich die Möglichkeiten gehabt, das Display hochauflösender zu machen. Haben sie halt nicht gemacht. Finde ich einfach schade, gerade als Riesenkritikpunkt für so ein teures Device. Kommen wir zu einem kleinen Punkt, den will ich auch gar nicht groß ausweiten, weil da ist einfach Samsung der King und da brauchen wir auch nicht irgendwie was schönreden. Das ist einfach die Software. Huawei hat zwar jetzt HarmonyOS 6 in der Beta schon gehabt, das heißt, das ist dann ihr eigenentwickeltes System mit HarmonyOS Next, das heißt keine Android-Basis mehr. Die wollen ja da was Eigenes aufbauen und es hat auch für dieses Trifold ein paar coole Funktionen gehabt, die aber das Samsung auch schon hat, beziehungsweise mehr. Ihr könnt DeX direkt am Tablet nutzen, beziehungsweise eben im Tablet-Modus, wenn ihr das 10 Zoll Display offen habt. Und ihr habt einfach viel, viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Codelog ist auch wieder am Start, da könnt ihr natürlich wieder einiges verbessern. Eine DeX-Oberfläche am Fernseher könnt ihr natürlich auch nutzen. Huawei hat aber auch eine Desktop-Oberfläche am Fernseher oder am Monitor extern. Die ist ehrlich gesagt jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Aber man muss auch ehrlich sagen, diese ganze Leistung, prozessortechnisch, was die Software dann ja auch mit beeinflusst, ist halt eine andere. Klar, wir haben den Snapdragon 8 Elite beim Galaxy C Trifold. Beim Huawei Mate X-T haben wir halt nur den Kirin 910. Das ist auch ein Prozessor, der kein 5G mit an Bord hat. Wir haben hier kein eSIM an Bord, wobei da könnt ihr eben diese iAd Club SIM-Karte für knapp 20 Euro bei Amazon kaufen. Gerne über meinen Link, den ich euch unten mit reinposten werde. Aber ihr habt halt wirklich viel, viel mehr Performance bei Samsung, weil durch diesen Bann von Huawei einfach auch diese Prozessortechnologie nicht so fortentwickelt werden konnte, wie es eben bei Snapdragon zum Beispiel der Fall ist. Und halt eben, wie gesagt, kein 5G, das ist für mich ein Riesenkritikpunkt. Und zu der Software, um da nochmal zurückzukommen, ich habe da auch mal mit LumaFusion ein paar kleine Clips geschnitten. Das Mate X-T kommt da stark an die Grenzen, das ruckelt dann auch teilweise bei der Vorschau.
gerade wenn man das Display aufgefalten hat. Das wird relativ schnell warm und der Akku geht richtig krass runter. Beim Galaxy Z Trifold, das wird zwar dann auch leicht warm, aber nicht so warm wie das Mate XT. Da ruckelt halt nichts, ihr scrollt da durch, das läuft flüssig, ihr könnt das super schnell schneiden und eben die Vorschau auch wirklich als Vorschau nutzen und nicht als Nachschau, wie ich es dann nennen würde, weil es halt einfach nicht aktuell ist, sondern immer nachzieht. Ja, ist halt einfach eine andere Geschichte. Und wie gesagt, für ein Trifold von der Flexibilität haben wir hier bei Samsung mehr. So, jetzt kommt das große Aber. Und da muss ich euch erstmal das Mate XT zeigen, wo mich deutlich mehr begeistert, obwohl es halt eigentlich so ein altes System drauf hat, wo Sicherheitspatches kommen und ein paar Features eben von Huawei. Aber wenn ich das so habe im Browser, ich klapp's einmal auf, das springt sofort um. Ich klapp's nochmal auf, ich habe das große Display, ich klapp's zu, springt um, springt auf, springt um. Ich klapp's ganz zu, ich hab's auf dem kleinen Display. So erwarte ich mir das. Übrigens, ihr habt auch noch einen Stift, den könnt ihr auch nutzen, um da drauf zu zeichnen. Das hat Samsung ja auch bei seinen Galaxy Fold Serien komplett weggekürzt. Und wenn wir jetzt hier beim Samsung reingehen, da zeige ich es euch jetzt auch mal, dann haben wir das so. Dann klappe ich es auf. Passiert natürlich nichts, ne? Aber auf dem großen Display funktioniert. Dann klappe ich es zu. Das war's. Ich entsperre das Ganze. Ich bin auf dem Homescreen. Warum? Ich muss quasi separat wieder in den Browser reingehen, um in der App zu landen, wo ich gerade war. Bei Huawei klappe ich auf, klappe ich zu. Das bleibt immer in der App, wo ich bin. Ich bin mir ehrlich gesagt sicher, die könnten das softwareseitig machen. Das wirkt für mich halt irgendwie unfertig. Ganz ehrlich, für Samsung erwarte ich einfach, dass ich wie bei den Fold-Serien, da konnte man glaube ich sagen, er soll es fortführen oder ich glaube innerhalb von 3 Sekunden hochwischen, dann mal entsperrt er das Display, ansonsten sperrt er und dann wird auch die App fortgeführt. Warum habt ihr das beim Trifold nicht drin? Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, super nervig und auch irgendwie super schade, weil ich immer mal wieder das große Display habe, will dann irgendwie das, weil ich jetzt aufstehen will oder was, zusammenfalten, im kleinen Display weitermachen, dann muss ich jedes Mal wieder entsperren, muss jedes Mal wieder neu in die App reingehen, wo ich halt gerade rein wollte. Dann eine Sache noch, die mir wirklich doch sehr positiv beim Samsung aufgefallen ist und da sieht man mal wieder, was Softwareoptimierung ausmacht. Und zwar geht es um die Akkulaufzeit. Wir haben bei beiden einen 5600 mAh Akku drin. Das Mate XT lädt schneller, das Galaxy Trifold lädt für Samsung-Verhältnisse schneller, aber im Vergleich zur Konkurrenz trotzdem langsamer. Ich schreibe euch mal die technischen Daten, wie schnell es drahtlos und auch kabelgebunden lädt, mit rein. Aber beim Mate XT geht der Akku doch relativ schnell runter. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass natürlich der Play Store nicht an Bord ist und man mit den Micro-G-Diensten und dem Aurora Store die Apps quasi ja interpoliert laufen lässt, also quasi nicht direkt an Bord laufen lassen kann, sondern es wird halt mit diesen Micro-G-Diensten, diese Google-Dienste interpretiert, damit die App überhaupt funktioniert. Da ist halt auch softwareseitig dann ein paar Einschränkungen möglich. Ihr habt kein Android Auto, zumindest nicht mit der Harmony OS Version. Mit EMUI funktioniert's. Da habe ich ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Bei Samsung habt ihr diese Probleme natürlich alle nicht, aber, und da war ich echt überrascht, ohne Witz, ich habe abends oft noch 50% Akku. Und das finde ich echt heftig und ich bin ja wirklich ein Heavy-User. Ich nutze das Ding ja den ganzen Tag prinzipiell, wenn man es so nimmt. Ja, am Wochenende natürlich umso intensiver. Da war ich dann immer so bei 40-45%. Und ich nutze es auch oft aufgeklappt. Aber dann ist mir noch ein Punkt gekommen, wo ich mir dachte, okay, gut, Akkulaufzeit ist wirklich gut, also Systemperformance sehr gut und Akkulaufzeit entsprechend auch gut. Ja, sie haben halt den Clou gemacht. Wir verbauen ein 10 Zoll Display mit einer Auflösung, ja, mit einer echt schlechten Auflösung und ja, sparen uns dadurch auch ordentlich Akku, ja, weil weniger Pixel ist gleich weniger Akkuverbrauch. Ja, ist natürlich jetzt meine Theorie, aber klar, eine höhere Auflösung zieht einfach mehr Akku. Wir haben hier deutlich höhere Auflösung als beim Galaxy Trifold. Entsprechend würde ich es jetzt gar nicht so genau mit vergleichen. Ich bin beim Mate XT trotzdem durch den ganzen Tag gekommen, aber ich habe halt, wenn ich zum Beispiel um 7 das abgesteckt habe und 23 Uhr ins Bett bin, dann habe ich vielleicht noch 5-10% Akku gehabt. Das war halt so an der Grenze.
Natürlich lädt's auch schnell und das ist alles schön und gut und ich nutze da halt auch manchmal nur das Fold-Display und nicht immer das Tri-Fold-Display in dem Sinne. Von daher, ja, ist in Ordnung. Hier deutlich besser, muss ich wirklich sagen, Samsung. Das habt ihr immerhin gut gemacht. Ja, ansonsten zu den Kameras, da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht viel testen können. Das werde ich jetzt mal noch ein bisschen ausgiebiger machen. Da wird's aber halt auch keine Bäume ausreißen, ganz ehrlich. Es sind halt, wie gesagt, Trifold-Geräte. Das ist jetzt nichts, wo man unbedingt kauft, um eine geile Kamera in einem Handy zu haben. Wie bei einem normalen Fold auch, außer vielleicht die neueren jetzt, wie das Oppo Find N6. Die haben ja doch relativ gute Kameras schon verbaut. Ist aber wie gesagt halt auch kein Vergleich zu einem normalen Barphone mit den High-End-Specs à la Xiaomi 17 Ultra oder Oppo Find X9 Pro oder Ultra, was jetzt dann rauskommt, Vivo X300 Pro oder Ultra. Ja, das sind ganz andere Geräteklassen. Die sind halt auch darauf abgezielt, dass man eben die beste Kamera-Performance rausholt. Da gibt's ja auch Kamerakits etc. etc. Sowas gibt's ja hier und bei den Folds eigentlich nie. Von daher würde ich mir aber auch wünschen, dass irgendwie Samsung hier noch einiges überarbeitet. Ich werde es auf jeden Fall natürlich weiter nutzen. Das ist jetzt dann erstmal mein Hauptgerät. Und ja, das war so mein erster Eindruck zum Galaxy Trifold versus dem Mate XT Ultimate Design von Huawei. Mich würde natürlich auch interessieren, was ihr davon denkt. Vielleicht nutzt ihr auch schon normales Fold. Würdet ihr euch dann so ein Trifold holen? Oder würdet ihr sagen, ja, Trifold, ja, schön und gut. Und das Display etwas stabiler wäre, dann aber eher sowas wie das Mate XT, wo ich ein normales Fold quasi auch noch habe und ein Trifold. Oder dann eher sowas wie Samsung mit einem festen Glas-Display vorne und eben dem weichen Display hier in der Mitte. Schreibt's auf jeden Fall mal rein, würde mich interessieren, was ihr da denkt. Ansonsten bleibt nur zu sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit einschaltet. Bis zum nächsten Video. Ciao.